Landsleute, liebe Gäste, im Jahre 1957, da hat man mich eingeladen, ich war noch ein ganz junger Priester, nach Bakowa zu kommen, damit wir mit der Prozession hier auf den Berg heraufkommen. Leider hat es an dem Tag dann so stark geregnet, wir mussten das in der Kirche machen. Und es ist hier unglaublich, nach 59 Jahren, also schon sozusagen ein Menschenalter später, habe ich jetzt die Möglichkeit und die Freude, hier auf dem Silascher Berg mit meinen Landsleuten zusammen zu beten und zu singen. Und das ist für mich eine große Freude. Wir sind heute am Silascher Berg hier. Unsere Vorfahren, vor 8 oder 9 Generationen sind sie hergekommen. Und sie haben begonnen, hier Weingärten anzusetzen. Welch schwere Arbeit war das? Und sie wussten, wie gefährlich das ist, dass ein Sturm, ein Hagelsturm kommen und alles vernichten kann. Und dann stehen sie mit leeren Händen da. Und darum waren sie Menschen, die nicht bloß die Hack in der Hand hatten, die nicht bloß die Spritze auf den Rücken nahmen, sondern auch ihre Hände zum Gebet falteten und gebetet haben. Sie haben dann immer zu den Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt gegangen. Dann haben sie die Wallfahrt hier am Urbanstag da gemacht. Ja, der heilige Urban war ein Papst, er regierte von 222 bis 230 die Kirche in Rom, wo die große Christenverfolgung war. Und dieser heilige Urban wird nicht nur bei uns, sondern auch in Österreich und Süddeutschland als Patron der Weingärtner verehrt. Nun, wenn es nun Menschen gibt, die sagen, ich kann alles allein, ich brauche keinen Herrgott, ja, sie sind also praktische Materialisten oder Atheisten. Es gibt natürlich auch theoretische. Sie suchen gerade heute in unseren Sagen, erscheinen solche Bücher, erscheinen solche Menschen, die unseren Glauben sozusagen zertrümmern wollen. Kann man das eigentlich? Ich möchte eine Frage stellen. Was ist die größte Unmöglichkeit auf Erden? Ich gebe auch die Antwort. Die größte Unmöglichkeit auf Erden ist es, zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das ist noch keinem Menschen gelungen und wird nie gelingen, so oft sie es auch versuchen. Da habe ich gelesen über ein Ereignis. Da war auch so ein Professor, der wollte praktisch demonstrieren, dass es keinen Gott gibt und die Natur allein entstanden ist. Und so kam er dann an einen Ort. Er hat dort ein großes Gefäß mit einer Kurbel. Er gab Wasser hinein, darauf dann Öl. Und er begann an der Kurbel zu drehen. Und natürlich, das Öl ballte sich zu einer Kugel. Er drehte noch schneller. Und dann wurde er zu einer Ellipse. Und es gab da einige Ringe, die sich lösten und um die Kugel dann dort kreisten. Und da rief er aus, seht ihr, so ist die Welt entstanden, ohne einen Herrgott. Da stand ein Bauer auf und sagte zu ihm, Herr Professor, Sie haben uns das gut vorgedreht. Aber meine Frage ist Sie, da haben Sie bei diesem Glasgefäß an der Kurbel gedreht. Bei der Entstehung der Welt, wer hat dort an der Kugel gedreht? Es ist unmöglich, dass man Gott einfach abschaffen kann. Wenn wir jetzt da auf dem Berg stehen und da schauen und zurückdenken, wie wir alt sind und damals Kinder waren, wir wissen, wie der ganze Berg ausgeschaut hat, wie ein Weingarten neben dem anderen war, welch köstliche Früchte doch der Weingarten gebracht hat. Ein Mann hat einmal gesagt, der Herrgott muss in einer guten Laune gewesen sein, als er den Rebstock erschaffen hat. Ja, auch in der Heiligen Schrift heißt es, der Wein erfreut das Menschenherz. Gott hat uns Brot und hat uns Wein gegeben. Und in diesen beiden Gestalten will Christus in unserer Nähe sein, wenn wir den Gottesdienst feiern. Wenn wir aber zurückdenken,
das war einmal. Heute, unsere Leute sind ausgewandert, sind enteignet worden. Und wenn wir das sehen, was so vieles brach hier liegt, dann müssen wir uns fragen, ja, von uns Bakowaren, wer pflanzt denn noch einen? Wir haben noch einen hier, den Weinschutz Helmut. Er ist sozusagen der letzte Weinbauer Mohikaner von Bakowa. Sein Wein ist wirklich auch gut, so wie es sich für einen Bakowaner geziemt. Als ich noch ein Kind war, da fragte man mich öfter in Semes war, sag mal so Junge, woher bist du? Und ich sagte, ich bin von Bakowa. Oh, sagte sie, das ist ja der Ort, woher der gute Wein kommt. Natürlich habe ich mich gefreut. Bakowa war berühmt wegen seines vielen guten Weines. Heute kann man das leider nicht mehr sagen. Aber wenn man sich und mich, wenn man uns fragen wollte, von wo seid ihr? Und wir sagen, wir sind von Bakowa, dann wäre es das Beste, wenn die Leute sagen würden, ach, das ist der Ort, woher die vielen guten Menschen stammen. Das wäre noch wichtiger und schöner als der beste Wein. Nun ja, aber woher die guten Menschen nehmen? Es ist genauso wie mit dem Weinberg. Nicht überall wachsen die Weintrauben. In einer moorigen Gegend nicht. In einer öden Steppe nicht. An vielen Orten nicht. Der Silascher Berg war dazu bestimmt und ist gut, dass hier guter Wein gedeihen kann. Wo aber gedeihen die guten Menschen? Natürlich nicht auf einem Ort mit Steinen und mit Sand, sondern es muss ein geistiger Boden sein, auf dem der gute Mensch gedeihen kann. Auf welchem Boden ist es? Es ist genauso, wie es mit dem Reben ist. Nicht auf jedem Boden wachsen Reben. Nicht auf jedem geistigen Boden wachsen die guten Menschen heran. Wenn einer auf dem Boden einfach des Nationalismus bauen will, dann schließt er einfach die anderen aus. Wenn einer auf den Klassenhass bauen will, wie man das in der kommunistischen Zeit getan hat, dann ist einer gegen den anderen. Da kann doch kein guter Mensch entstehen. Dort, wo der Boden Materialismus, wo Habsucht, Neid, Eifersucht und Streit ist, kann der gute Mensch nicht gedeihen. Der gute Mensch kann nur auf dem geistigen Boden gedeihen, der dafür geschaffen ist. Und das ist unser christlicher Glaube. Seht ihr, wir alle haben ja schon gehört von der Mutter Teresa, die dort unten in Indien war und die allerletzten aus dem Sumpf dort herausgenommen hat, von den Straßen herab und sie gepflegt hat. Und sie hat ein gewaltiges Werk vollbracht. Was gab ihr denn die Kraft dazu? Nur einzig und allein ihr christlicher Glaube. Sie ist ein Edelgewächs des christlichen Glaubens geworden. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass sie das fertig gebracht hätte, wenn sie gesagt hätte, auf Religion, auf Gott pfeife ich. Ich werde mein Leben so wie ich will gestalten. Nie und nimmer wäre sie auf die Idee nur gekommen, um anderen Menschen zu helfen. So ist es überall auf der Welt. Nur unser christlicher Glaube lehrt uns und gibt uns die Kraft dazu. Alles andere, eher ist Gefahr, dass wir das Menschliche verlieren. Eher wird ein anderer Boden aus uns Menschen eher Unmenschen machen. Es ist schon vorgekommen, dass ein Priester den schlechten Weg gegangen ist, manchmal ein Bischof. Alle Leute haben sich aufgeregt, wie ist denn das möglich? Man erwartet also, auf dem Boden christlichen Glaubens, da kann nur Gutes kommen. Und dann staunt man, wenn es manchmal nicht ist. Aber der Beweis ist doch da. Nur hier können gute Menschen wachsen und gedeihen.
Und darum sage ich, halten wir fest an unserem christlichen Glauben und vergessen wir nicht, die Hände zum Gebete zu fallen. Gut, die meisten sind Fabriksarbeiter. Sie hängen jetzt nicht vom schönen Wetter ab. Sie sind in der Fabrik, dort an der Maschine, dort ist Strom, ist Material und sie können alles machen. Da ist ja auch die Gefahr bei diesem Arbeiter viel größer, dass er im Glauben gleichgültig wird. Als der Bauer, der weiß, ich hänge jeden Tag vom Wetter ab, ich hänge jeden Tag von der Güte Gottes ab. Aber wir Menschen sollten doch so viel Vernunft haben. Gut, du arbeitest in der Fabrik, du setzt dich in dein Auto, du fährst in dein Auto, du hast das Handy, du hast die neuesten Apparate. Aber vergiss nicht, auch deine Hände zum Gebete zu falten. Denn alles andere, was auch sonst ist, ohne das Gebet, ohne diese Kraft, die uns zu guten Menschen macht, hat das alles keinen Sinn und kann es keine bessere Zukunft geben. Und wenn wir heute hier versammelt sind und uns das freuen darüber, einmal wieder die Heimat zu sehen, seien wir davon fest überzeugt, so wie unsere Vorfahren, alte 8 Generationen vor uns, gebetet haben und im christlichen Glauben gelebt haben, so wollen auch wir es tun. Ob wir hier oder in Deutschland sind, das ist doch ganz egal. Der Himmel ist gleich weit von da oder von dort entfernt. Aber eines ist, wollen wir, dass wir gute Menschen sind, dann müssen wir die Hände zum Gebete falten. Mit diesem sollen wir in die Heimat gehen und nicht vergessen, jeden Tag zu beten. Gott möge die Natur gut erhalten, vor allem aber in uns das Gute stärken. Amen. Die Welt schallt, lieb ich durch Flur und Wald, Glöcklein dein Gruß, bringe der Mutter mein, über den Sternenschein, auf meinen Gruß, Glöcklein so hell und rein, läufig zum Himmel ein, wie es zur Ruhe, und wie ich grüße dich, grüße, o Mutter, mich, dann meinst auch du, Glöckchen so ewig, trage mein Stillgebet, himmelwärts fort. Steh mir, Maria, bei, Leben und Sterben sei, schirm mir und Hort. Mutter, will ich nochmals grüßen, muss ich heute nochmals sehen, muss ein Kindlein nochmals küssen, dann will ich nach Hause gehen. Mit Trost und Freude von dir schallt, liebe Mutter, uns bereit. Gib mir noch den letzten Segen, wirf auf mich noch einen Blick und begleit mich auf den Wegen, Mutter froh nach Haus zurück. Mit Trost und Freude von dir schallt, liebe Mutter, uns verleiht. Die ursprüngliche Idee über das Entstehen der Kapelle am Weinberg Silascher ist von den in Bakowa wohnenden Bürgern ins Leben gerufen worden. Im Jahre 1918 lebte in der Gemeinde Bakowa ein Dächernpfarrer namens Volk Michael und Martin Mazarek war Kirchenkurator.
Mit Weinschrott Karl zusammen, Balog Josef und Wolf Michael ist es ihnen gelungen, einen Fonds in Wert von 200 Lei zu gründen zum Erbau dieser Kapelle. Diese frommen und religiösen Leute konnten leider mit diesem Plan nichts anfangen, da der Dächernpfarrer in kurzer Zeit versetzt wurde und der Ruf des Herrn den Kirchenkurator Martin Mazarek in die ewige Heimat gerufen hat. Aber kurz vor seinem Tod kam zu ihm der Vizekurator Josef Bettler und da bat er ihn, mit diesem kleinen Einlagebüchlein den Fonds zu erhöhen und doch einmal eine Kapelle auf dem Silascher Weinberg zu bauen, denn dieser Fonds war ein Bruchteil zum Erbauen einer Kapelle. Durch verschiedene Veranstaltungen, Sammlungen und so weiter gelang es ihnen, den Fonds auf 4.437 Lei zu erhöhen. Und eine besondere Wallfahrt war damals mit dem Priester Josef Elsner. Der Priester hielt hier am Kreuz, wo die Prozession pilgerte, eine wunderbar schöne Predigt, in welchem er den Gläubigen schildert, dass der Weg, welcher bei verschiedenen Witterungsverhältnissen von uns Bakower Weinbergbesitzer schon 100-mal zurückgelegt wurde, heute durch die Schritte des Priesters gesegnet worden sein. Unter vielen schönen Worten betont der Priester in seiner Predigt, dass hier am Weinberg das Edelste produziert wird. Es ist dieser Wein, welcher im heiligen Messopfer in das Blut Christi verwandelt wird. In mehreren Wallfahrten durch mehrere religiösen Leute wurden viele Spenden verzeichnet. Es ist im Archiv deutlich jeder Bakowarer mit Hausnummer und mit Spende aufgezeichnet. Damit es nicht so lang wird, will ich sie gar nicht vorlesen. Aber weil ich bei der Ahnenforschung war und Weinschrott mich immer interessiert hat, schreibt es noch weiter, dass diese Kapelle von den Bakowarer wohnenden Fachleuten gratis gebaut wurde. Der Plan ist vom Maurermeister Weinschrott Karl und Seib Wenzel unentgeltlich ausgearbeitet worden und sämtliche Arbeiten von ihnen geleitet. Diplom-Maurermeister Weinschrott Karl war ein Bruder von Weinschrottmeister. Bei ihm hat auch Weinschrott Josef, unser Vetter Sepp, der Vater von Toni, 4 Monate gearbeitet und bekam als Aufgabe das Zeichnen dieses Kapellenplans. Wir singen jetzt das Lied Leise singt der Abend nieder. Es ist zwar nur symbolisch, aber viele, die in Silasch übernachtet haben, haben es abends auf der Straße gemeinsam gesungen und an der Kapelle besonders. Leise singt der Abend nieder und das Tagwerk ist vollbracht. Will dich Jesus nochmals grüßen und dir sagen gute Nacht. Traulich still von Tabernakel hält die ewige Lampe wach und die Engel singen leise. Lieber Heiland, gute Nacht. Heiland, gib uns deinen Segen, schier mit deiner Gottesmacht, mich und alle meine Lieben, schenk uns eine gute Nacht. Heiland darf nicht länger weilen, hielt so gern noch bei dir wach, doch ich grüße
Werschätzer Berge, ganz genau. Zuerst die Bockschaner Berge, also wir sind gar nicht so weit weg. Die Werschätzer Berge, dann den Schumik, den großen Berg, auch ein Vulkanberg wie dieser hier, bei Versovia, bei Gataja. Und dann hier Nitzkidorf, ein Schwabendorf, Bakowa, ein Slowakendorf. Dahinter Kerweihmontag, ein rumänisches Dorf. Dann Bakowa, dahinter Srbova, die Temeschau. An Sommerabenden hat man von hier oben, aus meiner Kindheit erinnere ich mich noch, den Schein der Stadt Temeswar gesehen. Die Lichter Temeswars. An ganz klaren Tagen hat man die Schlote, das Rauchen der Schlote gesehen. Wir überblicken also einen sehr weiten Raum des Banates. Hinten geht es hinüber in Richtung Lipa. Rekasch liegt dahinter und drüben dann die Lipar Berge ganz im Hintergrund. Im Vordergrund hier Silascher. Wir sehen zwei Kirchen. Die orthodoxe Kirche, die rumänisch-orthodoxe und die griechisch-katholische. Daneben Buziasch, wo 7 Nationalitäten gelebt haben. Wenn wir nur auf diesen Berg, auf diese Höhe hinaufgehen, sehen wir bis Lugosch und im Hintergrund die Silhouetten der Karanzebescher Berge. Dann Darova liegt ja ganz am Fuß hier unten, Sakoschulmare und im Hintergrund das Banater Bergland. Wir sind also da, wo die Mitte ist. Überall, wo eine Kirche steht, ist Mitte, heißt es. Wo diese Kapelle steht, war unsere Mitte. Und dieser vulkanische Berg hier, das ist das Geheimnis der Güte dieses Weines, der hier gewachsen ist. Für die Bakowarer ab 1850 etwa, vorher gab es keinen Bakowarer hier auf dem Berg. Es gab aber einen Bakowarer Weinberg. Hier konnte erst gekauft werden ab 1853, als die Grundentlastung der Habsburger stattgefunden hat. Überblicken Sie diese Landschaft. Es sind im Banat wenige Plätze, wo man so weit sehen kann. Danke. Noch ein ganz kleines Detail. Wenn Sie jetzt runtergehen in den Hof, rechts hinten ist ein Stein. Da steht ein Stein. MT steht oben. Dieser Stein war hier oben, also auf der höchsten Anhöhe. Und das ist ein Höhenstein gesetzt von Maria Theresia. Wer sich ansehen kann, ist jetzt im Hof dort sicher untergebracht. Danke. Irgendwann wird mein Wunsch in Erfüllung gehen. Irgendwann werde ich wieder die Heimat sehen. Jeden Traum wird dann, wo mir das Haus meiner Eltern steht. Irgendwann wird meine Sehnsucht vergehen. Ein Lied aus der Heimat wird niemals vergessen.
Heimat bringen, wird Herzen durchdringen, wie die Sterne die Nacht. Ein Lied aus der Heimat kann Wunder vollbringen. Man fängt an zu singen und die Sehnsucht erwacht. Vergiss die Heimat nicht, wo du auch immer bist. Nimm mal die schönen alten Lieder mit in die Welt hinaus. Vergiss die Heimat nicht, weil sie das Schönste ist. Nie findest du für allein Geld ein solches Glück auf dieser Welt.
Musik